Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute haben wir mal wieder das Thema Kamera, in dem Fall Smart Security Kamera oder wie man vielleicht sagen würde WLAN-Kamera oder drahtlose Überwachungskamera. Die kommt von Xsense, mir bisher als Hersteller nur von smarten Rauchmeldern bekannt, hatten wir hier auf dem Kanal auch schon mal, jetzt auch mit einer Überwachungskamera und die gucken wir uns heute einmal gemeinsam an und ich sage euch meine Meinung dazu. Ja, wir blicken zunächst erstmal auf die Verpackung und da seht ihr hier die Typbezeichnung, die ist jetzt, glaube ich, für uns hier weniger relevant. Dann haben wir hier die Möglichkeit, direkt den QR-Code für die App zu scannen, denn logischerweise brauchen wir oder beziehungsweise macht es Sinn, bei einer solchen Kamera auch eine App zu verwenden. Das ist auch bei Xsense so und diese App funktioniert übrigens auch mit den ganzen Rauchmeldern. Also insofern, wenn ihr da schon Rauchmelder vielleicht von Xsense habt, dann könnt ihr das alles in eine App integrieren, beziehungsweise in die App integrieren und das ist natürlich durchaus eine sinnvolle Geschichte. Jetzt sehen wir hier auf der Rückseite nochmal die Features, logischerweise batteriebetrieben, das war, denke ich, klar, für den Außenbetrieb durchaus geeignet mit IP65. Wir haben das weitreichende 2,4 GHz Netzwerk, wir können Aktivitätszonen definieren, wir haben die Möglichkeit, das Ganze in der Cloud zu speichern, wenn wir denn wollen. Wir haben einen kleinen Scheinwerfer oder vielmehr eine LED sozusagen, die das Ganze auch beleuchtet. Ihr könnt eure Kamera mit anderen Nutzern teilen und ihr könnt sowohl Audio empfangen als auch Audio senden, sprich ihr könnt über den Lautsprecher in der Kamera mit jemandem sprechen, der vor eurer Kamera steht. Also insofern eigentlich ein ganz rundes Paket bei dieser WLAN-Kamera. Ja, als nächstes packen wir das Ding einmal aus und ich sag's vielleicht nochmal, weil es wird auf der Verpackung gar nicht so transparent. Die Kamera wird ja über eine Batterie betrieben, haben wir gerade eben schon gesehen. Und der wesentliche Trigger für diese Kamera vielleicht aber auch, ne, nachher, wenn ihr auch den Preis seht und das Ganze für euch abwägt, ist durchaus, dass hier das Solarpanel, was ja bei vielen Kameras verfügbar ist, aber halt eben separat erworben werden muss, schon enthalten ist. Und hier sehen wir es auch. Ich weiß gar nicht, warum der Hersteller das nicht außen auf der Verpackung auch aufgebracht hat, weil das natürlich durchaus ein Verkaufskriterium ist, ob man nur eine Kamera kauft oder eben dieses kleine Solarpanel, welches dann zum Strom oder zum Betreiben oder zum Aufladen des Akkus, so würde ich vielleicht mal formulieren, sinnvoll ist, dann noch mit drin ist. Deswegen, das hat mich etwas gewundert, dass die Verpackung da von außen das gar nicht hergibt. Hier seht ihr das Solarpanel, Anleitung übrigens auch auf Deutsch, habt ihr gerade gesehen. Wir haben einen USB-C-Anschluss, um dann die Kamera auch laden zu können. Kabel ist 2,80 Meter lang, bietet also durchaus die Möglichkeit, Kamera und Solarpanel auch flexibel an verschiedenen Orten oder beziehungsweise grob an verschiedenen Orten aufstellen zu können. Ladekabel haben wir mit dabei, hier die Halterung für das Solarpanel. Erkennt ihr daran, dass das Ganze schwarz ist. Das Solarpanel ist dann auch schwarz. Die Kamera ist ja weiß und dafür haben wir gleich unten noch die weiße Halterung. Hier noch entsprechendes Befestigungsmaterial, um das Ganze auch an der Wand zu befestigen. Und hier sehen wir dann die Halterung für die Kamera, wie gerade eben schon gesagt, die ist in weiß gehalten, im Gegensatz zu dem Solarpanel, welches in schwarz gehalten ist. Auch das könnt ihr dann an die Wand bringen oder aufstellen oder wie auch immer ihr mögt. Was hier tatsächlich fehlt, macht aber auch Sinn bei einer Outdoor-Kamera oder beziehungsweise macht eben keinen Sinn, ist halt ein Aufsteller, der nicht befestigt wird. Natürlich müsst ihr, wenn ihr das Ganze außen befestigt, das Ganze auch an die Wand schrauben oder irgendwo, wo auch immer, vernünftig festmachen. Bei manchen Kameras, gerade für den Indoor-Bereich, gibt es ja durchaus auch noch so kleine Aufsteller, die dann eher zum Aufstellen und nicht zum Befestigen gedacht sind. Das ist hier jetzt nicht dabei, aber macht aus meiner Sicht bei einer Outdoor-Kamera halt auch weniger Sinn. Wenn ihr die für in eurer Wohnung betreiben wollt, ist es natürlich durchaus ein relevanter Punkt. Hier dann die Kamera, die gucken wir uns jetzt im Nachgang mal im Detail an. So, dann schauen wir uns einmal die Details an und zunächst mal hier das Solarmodul, ungefähr so groß wie meine Hand, Kabel 2,80 Meter, hatte ich euch ja schon gesagt, das heißt, ihr könnt die Kamera und das Solarmodul durchaus auch an unterschiedlichen Orten in Anführungsstrichen unterbringen. Auf der Rückseite ein kleines Gewinde, das passt zu der Halterung, die wir hier im Hintergrund sehen, genau zu dieser und das passt tatsächlich auch, wenn ihr irgendwie ein Stativ habt oder irgendwie eine Stativhalterung oder ähnliches, könnt ihr das hier auch für benutzen. Befestigungsmaterial für die Halterung haben wir auch noch mit dabei. Das Ganze ist komplett in schwarz gehalten, im Gegensatz zur Kamera. Die ist sowohl Halterung als auch Kamera ja dann in weiß. Das seht ihr hier logischerweise auf der linken Seite. Auch hier die Halterung durch diesen kleinen Drehverschluss hier unten relativ einfach zu bedienen. Einmal lösen und na, jetzt hakt es ein bisschen, aber grundsätzlich ist es so, dass ihr das hier frei bewegen könnt. Also quasi diesen Halter könnt ihr dann, nachdem ihr ihn an die Wand geschraubt habt, durchaus auch noch frei etwas konfigurieren. Auch hier Befestigungsmaterial dabei.
Dann einmal die Kamera, sieht erstmal aus meiner Sicht aus wie eine klassische Kamera, die wir alle so kennen. Oben haben wir sowohl die Linse als auch das Infrarotlicht. Hier haben wir den kleinen Scheinwerfer mit der LED in Anführungsstrichen, den Peer-Sensor für die Bewegungserkennung. Auf der rechten Seite seht ihr dann die Status-LED und unten drunter, und ich hoffe, man erkennt das jetzt halbwegs, dieses kleine Löchlein, das ist das Mikrofon für die Zwei-Wege-Kommunikation. Obendrauf dann noch die Typbezeichnung, das vielleicht jetzt weniger spannend. Hier steht allerdings tatsächlich auch nochmal die Akkukapazität. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. 5000 mAh sind damit vorhanden. Auf der Rückseite der Lautsprecher, zweiter Teil der Zwei-Wege-Kommunikation, und im oberen Teil dann auch die entsprechende Halterung, auch gleiches Gewinde wie bei dem Solarpanel. Auf der Unterseite seht ihr dann die wasserdicht oder nicht wasserdicht, aber zumindest wassergeschützt abgegrenzten Themen, wie zum Beispiel die Karte, also den Kartenslot, den Anschluss für das USB-C-Kabel, einen Reset-Knopf, einen Ausschalter, und das war es dann im Prinzip auch schon. Damit könnt ihr quasi die Kamera dann einstellen bzw. mit Speichermaterial konfigurieren, beziehungsweise am Ende auch das Solarpanel unten eben entsprechend anschließen. Ja, machen wir noch mal einen ganz kleinen Exkurs zum Thema Solarpanel, weil bei meinen vergangenen Videos wurde danach öfter mal gefragt. Also das Solarpanel ist ungefähr so groß wie meine Hand. Das heißt, da kommt natürlich nicht so viel bei rum, um die Kamera, wenn ihr sie wirklich im Dauereinsatz habt, und damit meine ich nicht mal gelegentlich eine Bewegungserkennung aufnehmen, sondern relativ regelmäßig Bewegungen aufnehmen, mehrfach am Tag und so weiter und so fort. Dann vielleicht noch bei nicht optimaler Sonneneinstrahlung, da wird es halt einfach schwierig mit der Kameraversorgung. Deswegen auch das Kabel 2,80 Meter lang, durchaus sinnvoll, bringt dieses Solarpanel optimal an, dann ist auch die Stromversorgung für die Kamera aus meiner Sicht ausreichend, und ihr habt ja noch den Puffer durch den Akku. Ja, kommen wir als nächstes zur App, die Xsense Home Security App. Das ist die App, mit der ihr die Xsense WLAN-Kamera dann entsprechend auch konfigurieren könnt und benutzen könnt. Die Einrichtung habe ich mir jetzt mal erspart, weil die wirklich einfach ist. Das funktioniert alles sehr, sehr easy. Ihr müsst auch keinen QR-Code mit der Kamera scannen, wo das WLAN übertragen wird, sondern könnt euch direkt auf die Kamera einwählen. Das geht deutlich einfacher als vielleicht bei manchem Konkurrenzprodukt. Die App ist erstmal dafür ausgelegt gewesen, damals die smarten Sensoren von Xsense zu verarbeiten und auch darstellen zu können. Man hat das Ganze jetzt erweitert um diese Kamerafunktionalität, und dafür, dass es ein Erstlingswerk in Anführungsstrichen ist es aus meiner Sicht ganz gut gelungen. Optik und auch Haptik, also beziehungsweise Optik und Usability, wie man so schön sagt, der App finde ich gut und ist auch alles einfach an den richtigen Orten erkennbar. Der Umfang ist aus meiner Sicht auch ausreichend für einen ersten Start. Da kann man natürlich noch ein bisschen mehr machen, und Luft nach oben ist sicherlich auch noch. Im Bereich Teilen, das geht wirklich super einfach. Ihr könnt hier nämlich einfach über einen QR-Code auf einem anderen Smartphone in der Xsense-App die Kamera hinzufügen. Das geht wirklich sehr einfach. Und das ist, wenn man mal jemanden die Kamera teilen will, zum Beispiel soll irgendwie, was weiß ich, ein Elternteil oder ein Bruder soll auch auf die Kamera zugreifen können, funktioniert hier über diesen QR-Code wirklich sehr, sehr einfach. Einstellungsbereich, das ist rechts oben dieses Rädchen, was ihr sehen könnt. Da habt ihr dann oben einmal den Status zur Kamera und darunter dann die verschiedenen Einstellungsfunktionalitäten. Oben im Bereich des Status könnt ihr zum Beispiel die Kamerabezeichnung ändern. In unserem Fall ist die jetzt hier wie unser Kanalname. Ihr könnt auch den Standort ändern, ihr könnt sehen, wie der Akkuzustand ist, das WLAN verändern und vor allen Dingen auch die WLAN-Stärke einsehen. Das ist vielleicht für die Standortwahl dann nochmal ganz gut, dass man sieht, wie stark ist denn die WLAN-Verbindung an dem Standort, an dem ihr gegebenenfalls die Kamera aufstellen möchtet. Zeitzone lässt sich noch einstellen, und bei mehr Informationen bekommt ihr noch MAC-Adresse und Co. So, Bewegungserkennung, das ist der nächste Teil, und der ist vielleicht auch der relevanteste, denn wenn ihr so eine Kamera kauft, dann ist euch sicherlich klar, dass die nicht für Daueraufnahmen geeignet ist, sondern eher für die selektive Bewegungserkennung. Und hier könnt ihr sowohl die Empfindlichkeit einstellen, als auch die Bewegungserkennung an sich. Im mittleren Bereich, leicht ausgegraut, seht ihr dann den Teil zur Cloud, weil wir jetzt hier keine Cloud-Verbindung aktiviert haben. Bisher ist der ausgegraut. Das ist jetzt mit Wolken übersetzt. Ich denke, das ist einfach ein Übersetzungsfehler, und da könnt ihr hier konfigurieren sowohl die Möglichkeit, quasi nicht ständig etwas hochzuladen, sondern nur in bestimmten Zeitabständen, als auch das Ganze dann, die Zeitabstände dann noch zu definieren zwischen 10 Sekunden und 5 Minuten. Im unteren Bereich gibt es dann noch die Möglichkeit, die eigentliche Aufnahme zu konfigurieren, also die Bewegung oder die Erfassung wird beendet, wenn die Bewegung beendet ist. Da habt ihr eine gewisse Übergangszeit, und ihr könnt die Aufnahmeauflösung auch definieren, sodass ihr immer entscheidet, welches die optimale Auflösung ist. Schlafeinstellung ist nichts anderes als der Zeitplaner, also sprich, wann soll die Kamera aktiv sein. Warum man das jetzt Schlafmodus nennt, ich weiß es nicht ganz genau. Macht natürlich auch Sinn, dass man definiert, wann sie ausgehen soll. Okay, von daher macht es vielleicht doch irgendwo ein bisschen Sinn.
Aber vom Grundsatz her ist nichts anderes als eine Zeitplanung, wann soll die Kamera denn aktiv sein und wann eben nicht. Firmware ist, denke ich, ganz einfach, da seht ihr die Version und könnt sowohl die Aktualisierung durchführen. In der SD-Kartenverwaltung passiert genau das, was der Name schon sagt. Auch wenn jetzt hier gerade keine SD-Karte eingelegt ist, könnt ihr formatieren und so weiter und so fort. Alles, was sich rund um die SD-Karte dreht. Der Bereich der Lichteinstellungen, da geht es einmal zunächst darum zu definieren, soll die Zustands-LED im rechten Bereich der Kamera eingeschaltet sein oder ausgeschaltet sein. Wir haben den Bereich Alarmlicht, was nichts anderes bedeutet, als wenn ein Alarm detektiert wird, soll dann diese kleine LED auf der linken Seite auch eingeschaltet werden. Das ist ja so ein bisschen Geschmackssache, macht natürlich sofort auf die Kamera aufmerksam, bietet auf der anderen Seite die Möglichkeit auch noch eine erschreckende Wirkung im Sinne eines Bewegungsmelders mit Lichtverknüpfung einzuschalten. Also das ist ein bisschen Geschmackssache. Die automatische Nachtsicht lässt sich unterscheiden zwischen dem Infrarotmodus oder aber dem Modus, dass quasi die LED, die im linken Bereich ja gerade eben auch schon als Alarmlicht definiert wurde, dass die ein- oder ausgeschaltet werden kann. Und ihr könnt auch die Lichtempfindlichkeit hier definieren, wann soll denn da das Licht gegebenenfalls aktiviert werden, bei welchen Lichtverhältnissen. Einstellung zum automatischen Einschalten, das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Die sollte man aus meiner Sicht aktivieren, denn falls falls der Akku der Kamera mal leer gegangen ist, wird sie nach dem Laden sofort automatisch wieder eingeschaltet. Das macht natürlich Sinn, ansonsten müsst ihr erst zur Kamera gehen und die Kamera wieder einschalten. Das finde ich persönlich eine Einstellung, die sollte standardmäßig auf eingeschaltet sein, weil alles andere macht für mich, zumindest aus meiner Sicht, keinen Sinn. So, Audioeinstellungen, hier könnt ihr dann auch nochmal eine entsprechende Sirenenfunktion aktivieren. Der Lautsprecher ist ja relativ klein, das ist also keine Sirene, die jetzt eure gesamte Nachbarschaft beschallt, aber es macht schon auch nochmal aufmerksam und erschreckt vielleicht jemanden, den ihr da detektiert habt mit der Bewegung. Die Sprachausgabe der Kamera lässt sich hier definieren, also was sollen für Anweisungen kommen. Die Sprachlautstärke lässt sich definieren. Ihr könnt in den Live-Aufnahmen auch die Audioaufnahmen inkludieren und ihr könnt auch die Audioaufnahmen in die Aufzeichnungsaufnahmen inkludieren. Dann gibt es den Cloud- bzw. Abonnementdienst. Der bietet im Vergleich zu anderen Unternehmen nicht nur die Speichermöglichkeit, denn eine gewisse Speichermöglichkeit ist auch kostenlos verfügbar hier bei Xsense, sondern bietet auch noch die Möglichkeit, erweiterte Aktivitätszonen und halt eben intelligente Push-Benachrichtigungen zu aktivieren, die euch dann noch mehr Optionen bieten als der standardmäßige kostenlose Service. Ob das sein muss oder nicht, lasse ich mal dahingestellt sein. Das ist vielleicht immer auch ein bisschen Geschmackssache. Hier habt ihr noch die Möglichkeit, je nach euren Lichtverhältnissen entsprechend die Frequenz einzustellen, damit ihr da kein Flimmern habt auf den Bildschirmen. Und hier könnt ihr auf eurem Bildschirm und ihr habt hier zusätzlich noch die Möglichkeit, das Bild zu drehen. Je nachdem, wie ihr die Kamera installiert habt, könnt ihr hier auch noch das Bild in die richtige Position drehen. Genau, dann haben wir vorhin schon gesehen, das ist dieser Bereich Teilen, auch hier wieder etwas interessant übersetzt, denn Aktie ist wahrscheinlich mit Share übersetzt worden, zumindest vermute ich das. Das macht natürlich auf Deutsch keinen Sinn, also das ist der Bereich Teilen. Jetzt habt ihr hier im oberen, sind wir die Einstellung durchgegangen, jetzt seht ihr den eigentlichen Konfigurationsbereich bzw. Live-Bereich. Hier habt ihr jetzt das Bild der Kamera, ihr seht jetzt hier bei uns auf dem Balkon aufgestellt. Ihr könnt jetzt hier mit den beiden Knöpfen sowohl ein Standbild als auch eine Videosequenz aufzeichnen, indem ihr auf die entsprechenden Knöpfe drückt. Hier oben seht ihr jetzt, die Zeit läuft mit. Wir können jetzt hier ein Video abspeichern und das wird auch direkt in eurem Telefonalbum abgespeichert. Sprich, ihr könnt in eure Galerie gehen und da die entsprechenden Videos oder Bilder euch anschauen. Wir können natürlich auch noch den Ton aktivieren oder deaktivieren. Wir können das Alarmsignal aktivieren oder deaktivieren. Also da gibt es jetzt die Möglichkeit, quasi die Sirene auch einzuschalten. Wir können das weiße Licht in Anführungsstrichen, also sprich den LED-Scheinwerfer aktivieren und wir können unten, wenn wir auf zum Sprechen drücken oder zum Sprechen gedrückt halten, auch die Zwei-Wege-Kommunikation verwenden, sprich, wenn ihr da gedrückt habt, könnt ihr über den Kameralautsprecher auch etwas an denjenigen oder demjenigen mitgeben, der quasi von eurer Kamera hier erfasst wurde. Der Lautsprecher ist übrigens, und das sage ich in dem Zusammenhang vielleicht nochmal, ist jetzt nicht riesig groß, das heißt, die Lautstärke ist nicht überwältigend, aber es ist noch im Rahmen und ist, glaube ich, gerade so okay für eine Zwei-Wege-Kommunikation. So, werfen wir mal noch einen kurzen Blick auf die Qualität der Aufnahmen. Hier seht ihr einmal eine Aufnahme, die ich am Tage gemacht habe von unserem Innenhof hier mit dem entsprechenden Baum. Dann ist es etwas dunkler geworden. Das Bild bleibt trotzdem aus meiner Sicht alles klar erkennbar. Wir gehen jetzt noch weiter in die Nacht oder beziehungsweise in den Abend. Es wird nochmal eine Etage dunkler. Ihr seht hier aber nochmal ein anderes Bild, bevor es gleich weiter dunkel wird. Hier seht ihr jetzt tatsächlich einmal die Infrarotsicht und ihr seht dann auch noch einmal die Sicht, wenn mit dem Scheinwerfer gearbeitet wird, also so, dass ihr euch da einen gewissen Eindruck verschaffen könnt.
Ja, was gibt's jetzt zusammenfassend zur Xsense WLAN-Kamera zu sagen? Also erstmal Optik und Haptik gefallen mir ganz gut. Optisch ist natürlich immer die Frage, ob man dieses Weiß und Schwarz mag. Ich finde es ganz okay. Fühlt sich gut an, da klappert nichts, da ist aus meiner Sicht alles gut verarbeitet. Wir haben hier vorne eine LED mit drin. Das ist tatsächlich auch in dieser Preisklasse nicht unbedingt State of the Art, sondern das ist drüber. Das heißt, das ist, muss man Xsense sogar zugute halten, dass sie das mitverbaut haben. Der Lautsprecher auf der Rückseite, der ist zwar funktional, so will ich es mal formulieren, aber der ist natürlich nicht ausreichend, um hier wirklich einen größeren Bereich zu beschallen oder ähnliches. Auf der Rückseite könnt ihr dann die Befestigung anbinden. Auch das funktioniert alles ganz gut. Ihr seht hier, ich habe hier tatsächlich dann mal ein Stativ verwendet. Und hier unten sehen wir jetzt diesen Abschlussbereich nochmal, habe ich euch vorhin ja schon gezeigt. Das finde ich wirklich auch gut gelöst. Insbesondere, dass man hier diese USB-Schnittstelle, über die ihr das Solarpanel anschließt, dass man die nochmal separat hier ausgespart hat, sodass ihr den Rest geschützt habt, aber eben die USB-Schnittstelle frei habt. Auch das ist wirklich gut gelöst. Ansonsten deckt das Ganze gut ab, ist draußen auch kein Problem. Ich habe mein Wasser drüber laufen lassen, war alles kein Problem. Insgesamt bleibt zu sagen, dass die App aus meiner Sicht natürlich noch ausbaufähig ist. Es ist gerade am Anfang, die Kamera ist noch relativ neu. Da wird sicherlich in den kommenden Wochen und Monaten auch noch was kommen. Aber die Grundfunktionalitäten und die Bedienung, die habt ihr ja vorhin auch gesehen, funktioniert für mich sehr gut. 1080p ist die Auflösung. Da könnte natürlich mehr drin sein, aber je größer die Auflösung, desto größer auch der Stromverbrauch. Und das ist natürlich gerade bei Akkukameras immer so eine gewisse Herausforderung, deswegen aus meiner persönlichen Sicht 1080p ausreichend, aber ich kann natürlich verstehen, wenn ihr Anwendungszwecke habt, wo ihr noch mehr Auflösung braucht. Jetzt kommen wir aber zum Preis und das ist vielleicht fast noch wichtiger als die Leistung dieses Produktes, denn das Preis-Leistungs-Verhältnis ist aus meiner Sicht fast schon unschlagbar. 60 € mit Solarpanel, das ist wirklich richtig, richtig gut. Also wenn ihr da eine mobile Kamera sucht, die ihr mit Solarpanel betreiben wollt, dann guckt euch die Xsense auf jeden Fall mal an. Der Preis aus meiner Sicht wirklich richtig, richtig gut, auch im Marktvergleich habe ich kaum eine andere Kamera gefunden, die da mithalten kann. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage Alexa, Kamera aus. Okay.